Es gibt eine virale Behauptung, die gerade die gesamte Schokoladenwelt spaltet. Gehören wirklich Insekten in unsere Schokolade? Was steckt wirklich hinter dem mysteriösen Froschsiegel? Wir gehen der Sache heute auf den Grund und klären, was Fakt ist und was ins Reich der Mythen gehört. Und das ist nicht alles. Warum verklagt ein Riese wie Ritter Sport kleine Hersteller wegen eines Quadrats, während sie selbst Millionenverluste schreiben? Wir haben 10 Marken unter die Lupe genommen, von den größten Weltkonzernen bis zu den Biopionieren. Das Ergebnis? Erschreckend. Während die einen Rekordumsätze feiern, fallen sie in den Labortests gnadenlos durch. Wir zeigen euch heute, wer bei der Qualität betrügt und welche Marke 2026 die einzige ist, die wirklich sauber bleibt. Kommen wir zum kontroversesten Punkt dieses Videos, der eure Kommentare aktuell brennen lässt: das Froschsiegel. Viele von euch sind extrem skeptisch, was wirklich dahinter steckt, wenn das Logo der Rainforest Alliance auf einer Verpackung auftaucht. Gehen wir der Sache objektiv auf den Grund. Offiziell steht dieser kleine grüne Frosch für nachhaltigeren Anbau und soziale Mindeststandards für die Bauern vor Ort. Doch 2026 kursieren wilde Theorien über Insektenmehl oder dubiose Zusätze in diesen Produkten. Wir haben für dieses Video die aktuellen Lebensmittelkontrollen und Laborgutachten von Anfang 2026 ausgewertet. Diese Behauptungen lassen sich faktisch nicht bestätigen. Es gibt keinen einzigen labortechnischen Nachweis dafür, dass das Siegel die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe in Richtung Insekten oder mRNA verändert. Wer das behauptet, bewegt sich juristisch auf extrem dünnem Eis. Warum ist die Skepsis trotzdem berechtigt? Weil wir hier eine klare Grenze ziehen müssen. Der Frosch ist kein Biosiegel. Er ist ein reiner Industriestandard für den Massenmarkt. Während echte Biomarken den Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide komplett verbieten, erlaubt die Rainforest Alliance weiterhin bestimmte Spritzmittel, sofern sie kontrolliert eingesetzt werden. Das ist der entscheidende Punkt. Das Siegel ist ein Versuch der Großkonzerne, konventionellen Kakao nachhaltiger wirken zu lassen, ohne die strengen und teuren Auflagen einer echten Biozertifizierung erfüllen zu müssen. Wer also wirklich reine Qualität ohne Kompromisse und ohne Pestizidrückstände sucht, muss meist zu den Marken greifen, die wir jetzt auf unseren Top-Plätzen sehen. Vorhang auf für unser Ranking. Wir starten direkt mit der wohl größten Enttäuschung des gesamten Tests. Platz 12 geht an Lindt. Für viele ist Lindt der Inbegriff von Schweizer Luxus, doch die Realität im Jahr 2026 ist ein Schock für jeden Fan. In der aktuellen Untersuchung von Ökotest, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, ist ausgerechnet ein Aushängeschild wie die Lindt Excellence Mild 70% gnadenlos mit ungenügend durchgefallen. Das ist die schlechteste Note, die ein Labor vergeben kann. Die Gründe sind alarmierend. Die Experten fanden im Labor deutlich erhöhte Rückstände von Mineralöl, Moor, die als potenziell krebserregend gelten. Doch damit nicht genug. In Sachen sozialer Verantwortung hat Lindt völlig versagt. Während andere Marken in unserem Ranking ihre Lieferketten bis zur einzelnen Kooperative offenlegen, gibt sich Lindt extrem verschlossen. Die Prüfer kritisierten massiv, dass das Unternehmen keine ausreichenden Belege dafür liefern konnte, dass ihre Schokolade frei von Kinderarbeit ist. Wer über 3 € für eine Tafel zahlt und denkt, er kauft Edelqualität, bekommt hier teures Marketing und mangelhafte Transparenz. Weiter geht es mit Platz 11, Milka. Wir müssen hier ganz offen über die lila Lüge sprechen. Erst vor wenigen Wochen, im Januar 2026, wurde die Milka Alpenmilch von der Verbraucherzentrale Hamburg offiziell zur Mogelpackung des Jahres 2025 gewählt, und das mit einem Rekordergebnis. Mondelez hat die Füllmenge heimlich von 100 auf 90 Gramm reduziert, während der Preis im Handel gleichzeitig massiv nach oben geschraubt wurde. Das entspricht einer versteckten Preiserhöhung von über 48%. Aber nicht nur die Shrinkflation ist ein Problem. Wenn wir uns die Inhaltsstoffe ansehen, finden wir statt hochwertiger Kakaobutter eine Liste, die fast nur aus Zucker, Milchpulver und billigen Aromen besteht. In aktuellen Labortests
fallen Milka-Produkte zudem regelmäßig durch erhöhte Mineralölwerte auf, die oft durch die industrielle Massenfertigung entstehen. Man zahlt hier für eine künstliche Alpenidylle, die im Labor und an der Kasse gnadenlos durchfällt. Platz 11 für die dreisteste Abzocke im Supermarktregal. Platz 10 geht an Nestlé. Jeder von euch kennt die bunten Regale mit KitKat, die Weiße oder Smarties. Doch hinter der glänzenden Fassade verbirgt sich eine Realität, die wir uns 2026 genau ansehen müssen. Warum landet ein Konzern mit einem Jahresumsatz von über 90 Milliarden Euro ganz hinten? Der erste Schock. Die Ethik. Laut der brandneuen Chocolate Scorecard 2025 Schrägstrich 2026 schneidet Nestlé in den entscheidenden Kategorien tensichernde Einkommen und Schutz vor Kinderarbeit im Vergleich zu kleineren Pionieren erschreckend schwach ab. Während andere Marken jeden Cent zurückverfolgen, bleibt die Lieferkette bei diesem Giganten oft ein undurchsichtiges Geflecht. Experten kritisieren. Ein Konzern dieser Größe hätte längst die Macht, Kinderarbeit komplett zu beenden, doch der Fortschritt gleicht eher einem Schneckentempo. Der zweite Punkt, das Laborurteil. Wir haben uns die aktuellen Analysen von Anfang 2026 angesehen. Was Labore wie Ökotest immer wieder finden, ist alles andere als appetitlich. Rückstände von Mineralöl, Mosch. Diese Stoffe können über die Verpackung oder die Maschinen in die Schokolade gelangen und reichern sich im menschlichen Körper an. Und es wird noch bitterer. Gerade jetzt, wo die Kakaopreise 2026 Rekordhöhen von über 5.500 $ erreichen, sehen wir bei Nestlé-Produkten oft einen gefährlichen Trend. Weniger echte Kakaobutter, dafür mehr künstliche Aromen und Emulgatoren. Man zahlt hier für cleveres Marketing und billige Ersatzstoffe, nicht für reine Qualität. Wer Schokolade unter dem Aspekt der Gesundheit und Fairness betrachtet, findet hier das perfekte Beispiel für Profitmaximierung auf Kosten der Qualität. Platz 10. Ein Systemfehler im Quadrat. Machen wir direkt weiter mit Platz 9. Ferrero. Eine Marke, die wir alle mit goldener Eleganz und hochwertigen Genussmomenten verbinden, doch bei Unterbeobachtung schauen wir hinter das glänzende Papier. Wer die Zutatenliste einmal ganz genau liest, merkt schnell, dass der Premiumpreis oft nicht zur industriellen Realität passt. Während unsere Spitzenreiter auf den vorderen Plätzen fast ausschließlich auf reine Kakaobutter setzen, finden wir bei Ferrero meist eine Kombination aus extrem viel Zucker und Palmöl, das den echten Kakaoanteil eher wie einen Statisten wirken lässt. Man zahlt hier also für eine meisterhaft designte Fett-Zucker-Mischung, die den Kakaogeschmack nur simuliert. Das ist aber nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern zeigt sich auch knallhart im Labor. Die aktuellen Untersuchungen von Anfang 2026, unter anderem von Ökotest, weisen bei Ferrero-Produkten leider immer wieder Rückstände von Mineralölen nach, sogenannten Mosch-Verbindungen. Diese Stoffe können sich im Körper anreichern und haben in einem Lebensmittel, das als Spezialität verkauft wird, absolut nichts zu suchen. Dass das auch anders geht, beweisen wir euch gleich bei den Top-Plätzen. Und dann müssen wir noch über das Herzstück von Ferrero sprechen, die Haselnüsse. Als weltweit größter Abnehmer kontrolliert der Konzern den Markt, doch die Kehrseite ist bitter. Berichte von Organisationen wie Aktiv gegen Kinderarbeit und die Ergebnisse der Chocolate Scorecard 2025 Schrägstrich 2026 zeigen, dass in der türkischen Lieferkette noch immer gewaltige Lücken klaffen. Gerade jetzt, in der schweren Erntekrise 2026, bleibt das Risiko für ausbeuterische Kinderarbeit wegen mangelnder Transparenz bei den Löhnen ein massives Problem. Am Ende bleibt bei Ferrero viel Marketinggold, aber für uns zu wenig Substanz und Reinheit. Platz 9 für Ferrero. Wenn wir über ikonische Formen sprechen, kommt niemand an der Zackenschokolade vorbei. Doch warum landet die weltberühmte Toblerone auf Platz 8? Bei Unterbeobachtung schauen wir uns die nackten Fakten hinter dem Image an. Zuerst der Imageschaden. Seit die Produktion teilweise nach Bratislava in die Slowakei verlegt wurde, darf Toblerone nicht mehr mit dem Swiss-Made-Siegel werben.
Sogar das Matterhorn musste von der Verpackung verschwinden. Ein herber Schlag für eine Marke, die ihren Premiumpreis bisher vor allem mit Schweizer Tradition gerechtfertigt hat. Doch das eigentliche Problem liegt tiefer, und hier greift unsere Regel Nummer 1 besonders hart. Der Mutterkonzern Mondelez wurde in der aktuellen Chocolate Scorecard 2025 zum wiederholten Male mit dem Bad Egg Award ausgezeichnet. Der Grund? Das Unternehmen verweigerte schlichtweg die Herausgabe von Daten zur Transparenz und Nachhaltigkeit. Während andere Marken in unserer Liste jeden Schritt ihrer Lieferkette offenlegen, bleibt es hier im Dunkeln, was wirklich bei den Bauern ankommt. Auch ein Blick auf die Zutatenliste lässt 2026 keine Jubelstürme auf. Während hochwertige Schokoladen auf natürliche Vanille setzen, finden wir bei Toblerone noch immer das künstliche Aroma Vanillen. Dazu kommt ein massiver Zuckeranteil von über 50% und die Verwendung von herkömmlichem Hühnereiweiß, was im Vergleich zu den ethischen Standards unserer Topplätze einfach nicht mehr zeitgemäß wirkt. Man zahlt hier einen Luxuspreis für eine industrielle Rezeptur, die sich hinter einer berühmten Form versteckt, aber im Kern den Anschluss an die moderne Qualitätswelt verloren hat. Platz 8 für eine Legende, die ihren Glanz verliert. Weiter geht es mit Platz 7, Marabou. Die Marke mit dem gelben Logo hat in den letzten Jahren einen regelrechten Kultstatus erreicht. Wir schauen uns an, was wirklich in der Tafel steckt und warum es trotz der riesigen Fanbase nur für einen Platz im unteren Mittelfeld reicht. Der erste Punkt, den wir uns 2026 ansehen müssen, ist die Zusammensetzung. Wenn man eine Marabou-Tafel umdreht, steht eine Zutat fast immer ganz oben: Zucker. Bei vielen Sorten liegt der Zuckeranteil bei über 50%. Das bedeutet, mehr als die Hälfte deiner Tafel besteht rein aus Süßungsmitteln. Im direkten Vergleich zu unseren Top-Plätzen wird hier deutlich weniger Wert auf die Komplexität der Kakaobohne gelegt, sondern auf ein extrem süßes, fast schon überladenes Geschmackserlebnis. Dazu kommt ein hoher Anteil an Milchpulver und oft auch Aromastoffe, die den eigentlichen Kakao eher in den Hintergrund drängen. Aber es gibt noch ein tiefer liegendes Problem, das wir im Sinne unserer Regel Nummer 1 ansprechen müssen: die Konzernstruktur. Marabou gehört zum Giganten Mondelez. Dieser Konzern steht nicht nur wegen der vorhin erwähnten mangelnden Transparenz in der Kritik. In den letzten Jahren gab es zudem massive Boykottaufrufe, vor allem in Skandinavien, da der Mutterkonzern seine Geschäfte in Russland trotz internationaler Spannungen lange Zeit nicht vollständig eingestellt hatte. Auch wenn das nichts über den Geschmack aussagt, spielt die moralische Integrität eines Herstellers im Jahr 2026 für viele Konsumenten eine entscheidende Rolle. In Labortests der letzten Monate wurden bei Marabou zudem vereinzelt Rückstände von Mineralölen und Weichmachern gefunden. Probleme, die bei einer industriellen Massenfertigung in diesem Ausmaß leider häufiger vorkommen als bei den handwerklichen Biopionieren. Wer eine Schokolade sucht, die wirklich nach Kakao schmeckt und ethisch völlig unbedenklich ist, wird hier nicht fündig. Marabou ist die perfekte Nervennahrung für zwischendurch, aber qualitativ bleibt sie ein industrielles Massenprodukt. Platz 7 für Marabou. Wir kommen zu einem Phänomen im Supermarktregal. Platz 6 geht an Schogetten. Die Marke der Ludwig Schokolade GmbH hat sich eine Nische geschaffen, die fast unantastbar scheint: die einzeln portionierten Stücke. Doch während die Verpackung Innovation suggeriert, zeigt der Blick unter die Lupe im Jahr 2026 ein eher ernüchterndes Bild. Das Hauptproblem ist die Rezeptur im Vergleich zum Preis. Während wir auf den vorderen Plätzen echte Bourbon-Vanille und hohe Kakaobutteranteile sehen, setzt Schogetten bei vielen Sorten noch immer massiv auf Aromastoffe. Aktuelle Analysen von Februar 2026 zeigen, bei der Edel-Zartbitter-Variante liegt der Kakaogehalt bei gerade einmal 50%. In der Welt der dunklen Schokoladen ist das absolute Minimum. Viele Experten bezeichnen das eher als Süßigkeit mit Kakaogeschmack, denn als echte Bitterschokolade. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Transparenz. Schogetten nutzt zwar das Rainforest Ally End Siegel, unseren bekannten Frosch,
Doch im Gegensatz zu den Biopionieren weiter vorne in der Liste fehlen hier oft tiefergehende Belege für faire Löhne, die über das gesetzliche Minimum hinausgehen. Im Labor von Stiftung Warentest gab es zudem Punktabzüge für die Sensorik. Der Schmelz wird oft als stumpf oder fest beschrieben, was an einem höheren Anteil an Milchpulver und Lecithinen liegt. Schogetten ist die ehrliche Mittelklasse für den Kuchenteller, aber wer echte Reinheit sucht, wird von den industriellen Hilfsstoffen hier enttäuscht. Platz 4 geht an Rittersport. Warum steht das Familienunternehmen aus Waldenbuch so kurz vor dem Treppchen, obwohl sie, wie wir im Hook besprochen haben, zuletzt Millionenverluste durch die extremen Kakaopreise verkraften mussten? Fangen wir mit dem Elefanten im Raum an, dem harten Rechtsstreit um das Quadrat. Rittersport hat sich die quadratische Form als Marke schützen lassen und geht 2026 weiterhin konsequent gegen jeden Konkurrenten vor, der auch nur annähernd die gleiche Form nutzt. Dieser Krieg um die Form kostet Unsummen an Anwaltskosten, während die Margen durch die Rohstoffkrise ohnehin unter Druck stehen. Doch dieser Fokus auf das Äußere darf uns nicht vom Inneren ablenken. Im Labor von Ökotest, Ausgabe Ende 2025 und Stiftung Warentest, Anfang 2026, zeigt sich Rittersport nämlich als echter Qualitätsgarant im Massenmarkt. Während wir bei Nestlé oder Ferrero oft auf Mineralölrückstände oder billige Aromen gestoßen sind, schneidet die bunte Vielfalt hier meist mit gut ab. Das liegt vor allem an der Transparenz. Rittersport bezieht seinen Kakao zu 100% aus zertifizierten Quellen. Hier schließt sich der Kreis zu unserem Froschcheck. Ja, sie nutzen das Rheinforest Ally Ends Siegel, was wir vorhin kritisch beleuchtet haben. Aber man muss fair bleiben. Rittersport geht oft über die Mindeststandards hinaus, besitzt eigene Plantagen wie El Cacao in Nicaragua und setzt auf eine extrem kurze Zutatenliste ohne unnötige Emulgatoren. Unterm Strich ist Rittersport 2026 echt die beste Schokolade, die man in fast jedem Supermarkt der Welt finden kann. Sie rettet sich auf Platz 4, weil die Qualität der Inhaltsstoffe stimmt. Auch wenn die aggressive Markenpolitik und die wirtschaftlichen Turbulenzen einen faden Beigeschmack hinterlassen. Für das Siegertreppchen reicht es nicht ganz, denn dort warten Marken, die in Sachen Reinheit noch eine Schippe drauflegen. Wir kommen jetzt zur absoluten Elite, den Marken, die 2026 fast alles richtig machen. Wenn du bis hierhin zugeschaut hast, ist jetzt der perfekte Moment für ein Abo und die Glocke. So verpasst du keinen unserer Industriechecks mehr. Weiter geht's. Platz 3 geht an Rapunzel. Wer in den Bioladen geht, kommt an dieser Marke nicht vorbei. Rapunzel hat mit ihrem Hand-in-Hand-Programm Standards für fairen Handel gesetzt, lange bevor das Thema im Mainstream ankam. Doch warum reicht es 2026 trotz dieser Vorreiterrolle nicht für ganz oben? Wir müssen über ein Thema sprechen, das viele Bioliebhaber verunsichert. In aktuellen Labortests, unter anderem von Ökotest, Ausgabe Dezember 2024 und Updates 2025 erhielten einige dunkle Schokoladen von Rapunzel Punktabzüge. Der Grund ist rein geologisch. Viele Bio-Kakaobohnen stammen aus Lateinamerika, wo die Böden vulkanischen Ursprungs sind und natürlicherweise mehr Cadmium enthalten. Das Schwermetall reichert sich in den Kakaobohnen an und kann bei dauerhaft hohem Konsum die Nieren belasten. Rapunzel geht mit diesem Thema zwar sehr transparent um und arbeitet intensiv an der Auswahl cadmiumärmerer Anbaugebiete, aber im direkten Laborvergleich mit unseren Plätzen 1 und 2 war die Belastung in manchen Chargen schlichtweg messbar höher. Abseits der Schwermetallthematik ist Rapunzel jedoch eine Klasse für sich. Ein Blick auf die Zutatenliste zeigt, hier gibt es keine Kompromisse, keine Sojalecithine, keine künstlichen Aromen, sondern reine Kakaobutter. Die Qualität der Rohstoffe ist so hoch, dass man den Unterschied zu Industrieware wie Nestlé oder Milka sofort schmeckt. Rapunzel landet auf Platz 3, weil sie ethisch und geschmacklich zur Weltspitze gehören. Aber im Kampf gegen die natürlichen Schadstoffe im Boden 2026 noch einen kleinen Schritt hinter den absoluten Testsiegern liegen. Ein starkes Ergebnis für alle, denen echtes Bio und fairer Handel
wichtiger sind als Laborperfektion. Aber denkt dran, die beste Schokolade ist oft nur so gut wie ihre Milch. Wenn ihr wissen wollt, welchen Schock wir bei unserem großen Milchcheck 2026 erlebt haben und warum Alpenmilch oft nur ein hohles Versprechen ist, dann schaut euch nach diesem Video unbedingt unsere Analyse dazu an. Ich verlinke sie euch oben in der Infokarte. Weiter geht's mit Platz 2. Silber geht an einen Hersteller, der den Begriff fair nicht nur als Marketing-Slogan nutzt, sondern ihn erfunden hat. Platz 2 für GEPA. Während viele Marken auf den hinteren Plätzen sich hinter Mindeststandards wie dem Rainforest Alliance-Siegel verstecken, spielt GEPA in einer völlig anderen Liga. Hier wird nicht nur ein kleiner Aufpreis gezahlt, GEPA garantiert den Bauern Preise, die oft weit über dem Weltmarktniveau liegen, um echte Existenzsicherung zu ermöglichen. In der Chocolate Scorecard 2025 belegt GEPA regelmäßig die Spitzenplätze und wird von NGOs als eines der transparentesten Unternehmen weltweit gefeiert. Aber warum ist GEPA so viel besser als der Standard? Der Unterschied liegt im Detail. GEPA betreibt direkten Handel. Sie wissen genau, von welcher Kooperative jede einzelne Bohne stammt. Während Großkonzerne ihren Kakao anonym an den Börsen kaufen, baut GEPA auf jahrzehntelange Partnerschaften. Auch im Labor liefert GEPA 2026 Ergebnisse ab, die fast schon langweilig perfekt sind. In den aktuellen Untersuchungen von Ökotest und Stiftung Warentest finden sich bei GEPA-Schokoladen nahezu keine Rückstände von Pestiziden oder Mineralölen. Selbst beim kritischen Thema Cadmium, das wir gerade bei Rapunzel hatten, schneidet GEPA oft besser ab, weil sie ihre Anbaugebiete extrem selektiv auswählen und Mischungen bevorzugen, die die Belastung minimieren. Wer GEPA kauft, bekommt ein Produkt, das technisch und ethisch fast am Maximum des Machbaren steht. Dass es trotzdem nur für Platz 2 reicht, liegt an einer einzigen Marke, die 2026 noch ein kleines Stück reiner und innovativer war. Aber für jeden, dem Gerechtigkeit genauso wichtig ist wie Geschmack, ist GEPA die Nummer 1 der Herzen. Hier ist sie, unsere Nummer 1. Platz 1 geht an Wie war nie. Vielleicht haben einige von euch diesen Namen noch nie im normalen Supermarktregal gesehen, aber in Sachen Reinheit und Qualität setzt Wie war nie 2026 den absoluten Goldstandard. Während wir uns bei den Plätzen 10 bis 4 oft über Mineralöle, künstliche Aromen oder fragwürdige Lieferketten unterhalten mussten, liefert Vivani eine Performance ab, die fast schon radikal ehrlich ist. Was macht Vivani anders? Schaut euch die Zutatenliste an. Sie ist so kurz, dass man sie fast übersieht. Vivani verzichtet konsequent auf Sojalecithine und andere Emulgatoren, die in der Industrie genutzt werden, um die Produktion zu beschleunigen und Kosten zu sparen. Hier wird die Textur allein durch langes Conchiren, also das tagelange Rühren der Schokoladenmasse, erreicht. Das Ergebnis ist ein Schmelz, der im Labor von Stiftung Warentest, Ausgabe 2026, Bestnoten erhalten hat, ohne auf Chemie zurückzugreifen. Aber der entscheidende Grund für den Sieg sind die Laborwerte. In den aktuellen Analysen von Ökotest ist Vivani eine der ganz wenigen Marken, bei denen absolut keine Rückstände von Mineralölen, Mosch und Moa nachweisbar waren. Selbst beim schwierigen Thema Cadmium liegen sie durch eine extrem selektive Auswahl der Kakaobohnen aus Zentralamerika weit unter den kritischen Werten. Zusätzlich setzt Vivani auf echte Innovation beim Umweltschutz. Statt Plastik oder Alufolie nutzen sie eine kompostierbare Folie auf Holzfaserbasis. Das ist echtes High-End-Engineering für die Umwelt, ohne dass es sich nach Verzicht anfühlt. Wer 2026 die sauberste, ehrlichste und qualitativ hochwertigste Schokolade essen will, kommt an dieser Marke nicht vorbei. Vivani gewinnt unser Ranking, weil sie beweisen, dass man mit maximaler Transparenz und minimalen Zutaten ein perfektes Produkt erschaffen kann. Das war unser großer Schokoladencheck 2026. Vom viralen Insektenmythos bis hin zur Laborperfektion haben wir gesehen, ein hoher Preis oder ein bekanntes Logo sind längst keine Garantie mehr für Qualität oder Ethik.
Während Giganten wie Lindt oder Nestlé im Labor und in der Transparenz straucheln, zeigen Marken wie Vivani oder Guépard, dass es möglich ist, Schokolade ohne Chemie, ohne Ausbeutung und ohne versteckte Schadstoffe zu produzieren. Am Ende entscheidet ihr an der Supermarktkasse, welches System ihr unterstützt: die glänzende Marketingfassade oder die ehrliche Qualität. Jetzt seid ihr gefragt, welche Platzierung hat euch am meisten schockiert? Seid ihr Team Frosch-Skeptiker oder schaut ihr ab heute genauer auf die Zutatenliste? Schreibt es mir direkt in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wenn euch diese investigative Analyse geholfen hat, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wir decken hier regelmäßig auf, was die Industrie lieber hinter verschlossenen Türen halten würde. Bleibt kritisch, schaut genau hin und bis zum nächsten Mal.